was verstehen, wo das so laut ist. Ja, also hallo liebe Freunde, das ist hier ein Sportwagen im Style der 30er Jahre, deswegen habe ich mein Outfit auch ein bisschen angepasst, obwohl der erste Prototyp von der Firma Kuga in Großbritannien 1976 gebaut wurde. Von denen hier sollen nur 2 in Deutschland zugelassen sein. Das ist ein Auto mit etwas modernerer Technik. Normalerweise haben wir sowas nicht, aber den finde ich so cool. Das ist ein reines Freude- und Spaßautomobil und ihr wisst ja, unser Thema ist Freude am Auto und dann bringen wir eben auch sowas. Das ist immer ein Original Kuga, das ist kein Bausatz, das ist ein echter. Es sind von dieser Serie ungefähr 300 Fahrzeuge gebaut worden, mehr gibt es nicht. Und das Interessante aus dem Auto ist, er hat wesentlich Jaguar-Technik. Das heißt, da ist die 3,8 Liter Maschine drin, die richtig Dampf hat aus dem E-Type, kennt ihr ja. Jaguar Serie 1 3,8, der Motor ist da vorne drin. Also ziemlich aufwendig gemacht und die Autos machen einen Höllenspaß. Wir haben gestern schon einen Kollegen, der ist rumgefahren hier bei Regen. Der sagt, das ist ein Hammerauto, das macht ja so eine Laune. Und das zeigen wir euch jetzt. Wir fahren damit jetzt, das Wetter ist nämlich heute wieder schöner. Und da geht das auch. Sound ist absolut klasse. Ich sag mal, man darf nicht vergessen, wenn man so eine Form sich heute kauft als richtig originalen Klassiker, das ist ja eine 30er Jahre Form und dann noch mit den PS, der hat 260 PS, dann kostet so ein Wagen wirklich ein Vermögen. Und hier geht es darum, einfach nur den Spaß zu haben an so einem Auto, weil den hat man nämlich hier ganz genauso. Man fährt halt nicht ein paar Millionen durch die Gegend, sondern so ein Auto kostet ja deutlich unter 100.000 Euro. Aber die Freude, die man hat, ist absolut irre. Ist noch ein bisschen frisch. Wir haben heute 9 Grad, das merke ich gerade am Gesicht. Und wir haben ja hier vorne Bruglenscheiben. Da bläst natürlich auch ein bisschen, das ist klar. Er hat aber bei der Pedalerie ganz normale Pedalen. Also ich sag mal, nicht wie bei Vorkriegsautos üblich, sondern man kann da drauf treten. Links ist Kupplung, Mitte Bremse und rechts ist Gaspedal. Das kann man sich nicht vertun. Ja, das Tolle ist halt, diese ganz tolle 3,8 Liter Maschine vom Jaguar, die hat da seinerzeit ihre Fahrleistung gebracht. Die sind gebaut worden ab 1961 und Anfang der 70er Jahre hat sich ein englischer Unternehmer gesagt, wir gründen diese Firma Kuga Sportswagen in Großbritannien und hat dann praktisch mit der E-Type diesen, sieht aus wie ein Monoposto, wie ein Einsetzer, ist er aber nicht. Naja, man merkt aber jetzt schon. Geht nach vorne, hat gute Bremsen, hat 4 Scheibenbremsen, hat auch eine Einzelradaufhängung, ist also relativ modern vom Fahrwerk. Und wenn das jetzt noch ein bisschen wärmer ist hier, dann macht das, glaube ich, einen Höllenspaß. Ich habe mir extra heute mal eine dicke Mille-Miglia-Jacke angezogen, weil war ja klar, dass es frisch wird. Wenn die Kamera jetzt anfängt zu zittern, dann wissen wir, Paul friert. Ja, aber also geiler Sound und man merkt auch sofort, da kommt was. Ich warte mal ein bisschen, bis er ein bisschen wärmer ist. Sitzposition ist hervorragend. Ist auch synchronisiert, lässt sich leicht schalten. Schau mal hier vorne die Armaturen. Das sind die klassischen Jaguar-Armaturen. Der geht bis 240 Sachen hoch hier. Und heißt im Klartext, läuft über 200, also das habe ich mich mit dem Auto jetzt natürlich hier noch nicht getraut, das machen wir auch nicht. Dafür muss man auf die Autobahn. Aber hier ganz direkte Lenkung auch, kleines Holzlenkrad. Also er fährt sich sympathisch, sage ich mal. Und man kann einen riesen Spaß mit so einem Wagen haben. Hier übrigens Drehzahlmesser, hier Rotation per Miles, also RPM. Was heißt das genau? Rounds per minute. Oh, nochmal, Rounds? Per minute. Per minute, genau. Also die Umdrehung, die geht bis 5000. Siehst du, jetzt habe ich das auch gelernt. Jetzt mache ich 40 Jahre das Geschäft. Das ist mir gerade nie eingefallen eben. Man müsste mich verzeihen, mir verzeihen. Ja, aber also er klingt ja wie ein ganz großer. Und wenn ich mir überlege, was so ein Auto kostet, der ist einmal total selten. Den sieht man so gut wie überhaupt nicht. 300 gebaut. 2 in Deutschland zugelassen, das ist einer davon. Dann Jaguar-Instrumente, auch die Schalter hier, das ist alles Jaguar, wer das so ein bisschen kennt. Und er hat richtig Dampf, also es ist ein Auto, was richtig Kraft hat. So, wir haben jetzt gleich mal eine gerade Strecke. Es ist auch ein bisschen wärmer, da will ich einfach mal gucken, was er läuft. Also ich glaube, der zischt ganz gut ab.
Es soll übrigens nicht viel gelaufen haben. Hier, schaut euch das mal an, so heißt es. Er hat vor 18 Jahren eine Motorrevision bekommen, vollständig. Also hier ist Spaß ganz groß geschrieben. Ich habe erst mal nichts gesagt, weil es war so laut, ich habe mein eigenes Wort nicht verstanden. Aber der macht richtig Spaß, der Wagen. Er ist auch leicht, der wiegt keine 1000 Kilo. Ich schätze den mal auf 800 Kilo oder so. Und hat dann diese schwere Jaguar-Technik, die an E-Type bis auf 240 Sachen beschleunigt hat. Deswegen geht er auch so los. Ist halt die 3.8-Maschine, war ja legendär bei Jaguar. Die gab es im MK2 und im E-Type. Also wirklich toll. Jetzt muss er noch mal gucken. Ich sehe nicht, ob einer hinter uns ist. Ist einer hinter uns? Ich blinke. Ja, auch blinken, weil ich weiß gerade nicht, wo die Blinker sind. Ja, also ist ein richtiges Genussauto. Wo ist der Rückwärtsgang? Weißt du das zufällig? Nee. Moment. Ah, ich habe ihn. Also vorne, hinten, links. Also ist ein bisschen eng, man muss sich da ein bisschen auseinanderfalten, aber ich finde, dass der Wagen klasse schön ist. Also er hat dieses völlig charakteristische Grill hier vorne, der Grill. Da steht dann auch Kuga vorne drauf, extra mit K, weil sonst hätte es mit Ford Ärger gegeben. Die haben auch ein Auto, was Kuga heißt, bloß mit C. Aber da kann man die Jaguar-Katze sehen da hinten. Dann hat er diese tollen, ausladenden Kotflügel. Also ich persönlich finde, dass das Design von dem Auto echt gelungen ist. Also man hat relativ moderne Technik, ist ja mittlerweile auch schon wieder 50 Jahre alt. Aber man hat eigentlich ein Design aus den 30er Jahren. Und das ist absolute Klasse. Er hat richtig schöne, dicke Pirelli-Reifen mit entsprechenden Jaguar-Felgen. Schaut euch das mal an hier vorne. Also die Details, aus denen dieses Auto besteht, sind sehr, sehr aufwendig. Er hat auch die gute Bremsanlage. Dann hat er hier, könnt ihr hier vorne sehen, diese schön auslaufenden Kotflügel. Hat eine Edelstahl-Auspuffanlage hier vorne links. Die ist aber so glücklich angebracht, dass man sich dabei nicht verbrennt. Das ist ganz wichtig, ist mir auch schon passiert. Und dann hat er hinten einen ziemlich großen Tank, der ist hier hinten drin. Und hier vorne könnt ihr den dicken Tankverschluss aus Aluminium sehen und dieses riesige Rohr, was diesen irren Sound macht. Also ich sag mal, zum Fahren ist das Auto echt klasse, macht eine absolute Laune. Also man hat da eigentlich wirklich Freude am Auto für verhältnismäßig wenig Geld. Jaguar-Technik, wenig gelaufen, ist was dran gemacht worden im Auto, ist belegt und ist sehr, sehr selten. Also so ein Auto hat niemand. Also ihr werdet dann den zweiten, wo der rumfährt, weiß ich jetzt gar nicht, aber so gut wie gar nicht finden können. Also ein tolles Auto. Was sie schön gelöst haben, ist vorne unterhalb der Haube. Der Jaguar hat ja eine 3-Vergaseranlage. Und weil das praktisch zur Form nicht ganz gepasst hätte, hat ja auch eine riesen Abluft so ein Auto. Deswegen diese Rillen, sieht, finde ich, gut aus hier vorne, die Lamellen und dann hier die 3 Vergaser vom E-Type. Also wer sich ein bisschen auskennt mit einer E-Type-Maschine, weiß ganz genau, wie das aussieht. Hier nochmal Jaguar Kuga. Einen Außenspiegel haben sie ganz lustig angebracht. Der ist recht gut, da findet man sie auch wieder rückwärts. Und auffallen tut das eigentlich gar nicht groß. Ja, kleines Holzlenkrad. Er ist übersichtlich und er hat übrigens auch einen Oberdrive. Also das heißt, wer wirklich Lust hat und zu den ganz harten gehört, der kann mit dem Wagen 200 Sachen und mehr fahren, wer es möchte. Ja, also normalerweise, so ich sag mal, es gibt ja Leute, die Puristen, die sagen, sowas kann doch Cargott nicht bringen und so. Aber unser Kanal ist jetzt nicht nur ganz teuer. Also die Jungs, die uns wirklich kennen, wir haben auch ganz, ganz teure Autos, wo wir auch teilweise nicht mal Filme machen. Aber unser Kanal, wir wollen ja Spaß auf das Thema Auto verbreiten, Freude zum Thema Auto. Und ich finde, da gehört so ein Wagen mit dazu. Das müssen wir einfach bringen, weil wir möchten, dass dieses Thema weiter am Leben bleibt. Also wer es ja übrigens jetzt gerade gehört hat, ganz verrückt, Daimler-Benz
Mercedes baut nun doch den Verbrenner weiter. Ich will das gar nicht groß kommentieren, aber ich kann euch sagen, das Thema Freude am Auto wird es auch morgen geben, weil es eben solche Autos gibt. Und wenn wir daran Freude selber haben, dann bringen wir die auch. Und ich bringe eben manchmal auch Autos, auch wenn die nicht ganz original sind, aber wenn die gut sind und die gefallen mir, fahre ich trotzdem mal mit. Ja, Paul macht noch ein paar schöne Fotos jetzt. Schaut euch das mal an hier. Er sieht ja wirklich toll aus. Hat doch dieses schöne Weinrot. Was denn? Zeigen wir die Maschine. Motor, machen wir auf. Der ist kaputt, also der wird nur noch an einem Bändchen gehalten. Aber er kann ja nicht hintenrum wegfliegen, weil er nach vorne rum aufklappt. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. So, das ist der Deckel. Also hier, wer sich ein bisschen auskennt, klassischer E-Type-Motor, 3,8 Liter, 250 PS. 3 Vergaseranlage und der klingt richtig gut und der ist mal komplett revidiert worden, der Motor. Und also ich finde toll, wie sie das hier, die haben praktisch das Auto so knapp es geht um die Maschine drumherum gebaut, um die Technik. Und das ist ihnen gut gelungen und ich finde auch optisch gut gelungen. Schaut euch das mal an hier. Ich finde, dass das richtig gut aussieht. Also mir gefällt das und die Fahrerei macht Spaß. Also wer wirklich Lust hat, sich nur in die Natur zu sitzen und mal richtig Gas zu geben, und mit einer riesen Tröte und einfach das Autofahren genießen möchte, auch ein bisschen so das anspruchsvolle Autofahren. Das ist ein total witziges Auto. Ich finde den klasse. Hier vorne, die Räder sind einzeln aufgehängt. Hier kann man herrlich reingucken da vorne, weil er ja eine relativ schmale Nase hat. Da sind die Stoßdämpfer, die Federn. Man merkt doch beim Fahren, dass es ein relativ modernes Fahrverhalten ist. Also es ist nicht kein Vorkriegsfahrverhalten, was ich gut finde. Könnt ihr hier vorne auch sehen, nicht also Federn, innen drin die Stoßdämpfer, die Radaufhängung, die Bremsscheiben. Ja, also und hat er hier vorne auch Steinschutzgitter hier vor den Lampen. Wenn man also mit dem Auto kann man auch hier wirklich quer über Feldwege fahren. Ich glaube, das ist gar nicht schlimm, damit dann die Gläser da nicht kaputt gehen. Das ist ein Auto für einen harten Einsatz für Leute, die Lust haben und die eben jetzt sich nicht ein Alfa Romeo für 1 Million oder mehr kaufen wollen oder ein Bugatti. Das kann man natürlich machen. Aber damit kann man Autospaß richtig ausleben. Soll ich jetzt richtig Gas geben? Ja. Also, ihr könnt mein Gesicht ansehen, macht eine riesen Laune, mit dem Auto rumzufahren. Also da kenne ich eine ganze Menge Autos, die sehr viel teuer sind. Die machen nicht halb so viel Spaß wie unser Kuga hier. Er heißt ja auch Kuga Sport und sportlich ist er wirklich. Man ist gefordert beim Autofahren. Man sitzt aber toll im Freien. Also man muss sich halt eine warme Kappe aufsetzen und eine dicke Jacke. Aber sowas gibt es ja. Und da hat man einen riesen Spaß. Wir haben jetzt Ende Februar. Selbst bei so einem Wetter, wenn er auf die Berge guckt, hat es viel geschneit. Heute Nacht schau mal nach vorne. Aber man kann mit dem Ding hier rumfahren und man ist voll in der Natur, es macht eine riesen Laune. Und bei uns ist ja glücklicherweise hier nicht ganz so viel Verkehr. Also das hier ist richtig Freude am Auto und Spaß haben. Gurte hat er auch, er hat natürlich keine Kopfstützen. Also müsst ihr aufpassen, dass euch da keiner hinten reinfährt. Überhaupt am besten gar keinen Unfall machen. Man muss halt aufmerksam fahren, aber Spaß macht das. Ne? Man hat eine riesen Laune, eine riesen Laune. Und dann hat er diese tolle Trompete, er klingt ja wie ein ganz großer. Ja, und bei unserem ganzen Film, ich wollte mich dazu noch mal äußern, es kommt uns wirklich auch darauf an, Freude zu verbreiten. Und da ist halt eben nicht immer alles perfekt und alles top-original. Natürlich sind top-originale Autos eine Rarität. Und wir freuen uns auch, wenn wir sowas haben. Aber wir machen eben auch sowas und man muss das nicht immer alles ganz so ernst nehmen. Das empfehle ich so einigen Kritikschreibern bei uns. Meine Güte, da ist halt mal was falsch. Da macht der Luftschiss mal einen Fehler, aber dadurch geht die Welt nicht unter und mir macht es halt Spaß und das werden wir weitermachen. Und wenn es mir gesundheitlich weiter gut geht, mache ich das noch die nächsten 20 Jahre. Und da werden noch eine Menge Fehler passieren, das müsst ihr mir halt verzeihen. So, jetzt ich glaube, der Scheibenwischer ist an.
Der Schein, was ist an? Der Scheinwischer. Ja, was? Was ist das? Achso, kann sein. Ja, warte mal. Geile Hupe, habe ich eben schon gemerkt. Ja, Scheibenwischer sein, kann sein. Naja, gut. Ja, aber macht Spaß zu fahren. Übrigens, das ist ein Auto, was auch von Frauen gut bewegt werden kann. Und ich glaube, man kann gut drin Platz haben. Sagen wir mal so bis 1,90 Meter geht das auf jeden Fall. Ich bin selber 1,84 Meter. Er kann gut drin sitzen. Er bremst gut. Das Auto vermittelt mir ein sicheres Gefühl. Ja, und Spaß macht er einfach. Kann man nicht anders sagen. Und die 260 PS merkt man. Ja. Mal den Arm raus. Ich habe den Blinker noch nicht gefunden bei dem Auto. Ich weiß nicht, wo der ist. Na egal, filmen wir nachher. Ja, also es waren jetzt mal 20 Kilometer. Richtig Spaß und Laune am Samstagvormittag. Also ich verbleibe jetzt mal. Ich wünsche euch mal ein schönes Wochenende. Film kommt dann nächste Woche. Aber das hat mir mal so richtig Spaß gemacht. Geiles Auto. So, das ist Beuerberg. Okay, alles Gute, bis demnächst, euer Stefan und ciao. Jetzt ist er tot.